Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Farbsysteme gibt es ja viele auf dem Markt und ja, mir kommt so vor, wie wenn da jedes Jahr neue dazukommen. So hat jetzt auch Ammo eine neue Farbfamilie lanciert, nämlich die Atomfarben. Ja, und was es damit auf sich hat und wie sie sich verarbeiten lassen, das schauen wir uns heute genauer an. Ammo bei MIG ist mittlerweile eine feste Größe im Modellbau. Die Produkte der Firma reichen über Werkzeug und Diorama-Hilfsmittel bis hin zu Farben. Es gibt Acrylfarben, aber auch solche, die auf Lösemittel basieren. Ähnlich sieht es auch bei den Washes und Filter aus. Ja, sogar Hilfsmittel für die Darstellung von echtem Rost findet man bei Ammo. Nun haben sie ihr Sortiment mit den Atomacrylfarben erweitert. Aktuell sind es gemäß Hersteller 180 Farben, die das übliche Spektrum abdecken. Eine genaue Farbtabelle zum Herunterladen, die findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, aber was sind denn jetzt diese Atomfarben? Im Grunde genommen handelt es sich dabei um Acrylfarben auf Wasserbasis. Sie sind geruchsneutral, ungiftig und trocknen matt bis seidenmatt auf. Nebenbei verspricht Ammo, dass sie auch noch gut decken und selbstausgleichend sind. Nach 10 Minuten sind sie touchfrei, also staubtrocken, und nach 24 Stunden komplett durchgetrocknet. Und das i-Tüpfelchen, da wird eine extrem hohe Widerstandskraft, ähnlich derer von Leckerfarben, versprochen. So sollen die Atomfarben unempfindlich gegenüber allen möglichen Wettering-Produkten, Acryl oder Enamel spielt dabei keine Rolle, und Masking-Tape sein. Wenn man sich die Infos vom Hersteller da mal so durchlässt, ja, und da handelt es sich ja hier sprichwörtlich um die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe mir daher mal ein paar Farbtöne zum Testen besorgt, und kleine Info am Rande, das Video ist nicht gesponsert, ich habe mir alle Farben selbst gekauft, was jetzt aber nicht heißt, dass ich den Schweizer Händler nicht ein bisschen unterstützen möchte. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Und für alle Zusehenden aus der EU, Modellbaukönig hat diese ebenfalls im Sortiment. Und auch da sei erwähnt, dass ich keinen Cent für diese Erwähnung erhalte. So, jetzt aber genug Theorie und Gelaber. Schauen wir uns mal die Farben ein bisschen genauer an. Die gesamte Palette, die kommt in diesen 20 Milliliter Behältern daher. Der Verschluss, der lässt sich relativ leicht öffnen, und man sieht sofort, dass es sich um Tropffläschchen handelt. Vorteil ist dabei sicherlich die gute Dosierbarkeit der Farbe, aber sobald man da mal schnell was mit dem Pinsel bemalen möchte, da muss man wohl oder übel die Farbe in ein Schälchen oder ähnliches geben. Das ist aber eine Gewöhnungssache, muss ich dazu sagen, und wer Süßigkeiten liebt, der hat sowieso immer einen Vorrat an Schälchen da. Was auch noch wichtig ist zum Erwähnen, dass diese kleinen Fläschchen durchsichtig sind. Also den Farbton, den ihr da jetzt seht, das ist die tatsächliche Farbe. Das finde ich persönlich sehr praktisch, da ich in der Vergangenheit bei Farbkäufen schon die ein oder andere negative Überraschung erlebt habe. Wenn man jetzt nur das ist jetzt reiner Beispiel, wenn man jetzt nur den Deckel und beziehungsweise da die abgesetzten Farbpigmente als Referenz hat. Außer man kennt jetzt einen Händler, der erlaubt es einem, da mal schnell aufzurühren und nachzuschauen. Ja, egal. Also die Farbe, die man da sieht, ist der Farbton. Und wenn ich jetzt mal schüttle, da hört man das, glaube ich, ganz gut. In jeder Flasche ist eine Kugel, die die Pigmente mit dem Rest gut mischt. Für meinen Test, da nehme ich Rot. Rot deshalb, weil es schon knallt und bei manchen Herstellern jetzt nicht so die prickelnde Farbe ist. Ich zum Beispiel bin jetzt mit den Tamiya Rottönen nie so wirklich warm worden und arbeite daher fast nur noch mit denen von Mr. Hobby. Wie dem auch sei, zum Testen werde ich zuerst die Farbe unverdünnt mit dem Pinsel auf ein Teststück auftragen, und danach probieren wir ein paar Verdünner durch, und zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Muster, die ich bereits mit der Airbrush vorbereitet habe. Ja, zuerst schütteln wir die Farbe mal gut auf. So, das sollte jetzt reichen. Ich gebe da jetzt einmal ein paar Tropfen in das Schälchen. Ich glaube, 2 sollten reichen.
Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Aber wir haben jetzt gesehen, dass sie sich gut dosieren lässt. Also ich habe da 2 Tropfen reingemacht. 2 Tropfen sind rausgekommen. Für den Test sollte diese Menge eigentlich ausreichen. Zum Teststück, das ist unbehandelt. Also da ist kein Primer drauf und da ist auch nichts angeschliffen oder so. Ne? Und dann schauen wir mal, wie sich die Farbe unverdünnt verhält. Ja, und ich würde mal sagen, decken tut sie ganz gut. Ja. Und ja, wie es mit der Selbstausgleichung ausschaut, naja, das schauen wir noch einmal schnell drüber, sobald die Farbe ein bisschen angezogen hat. In der Zwischenzeit, da testen wir mal ein paar Verdünner durch. Da es sich hier ja um wasserbasierte Acrylfarben handelt, da kann man sie ja theoretisch auch mit diesem Medium, also mit Wasser, verdünnen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich das nicht mache. Aber heute gibt es eine Ausnahme, beziehungsweise eine Premiere, denn ich werde auch Wasser nutzen. Dann kommt noch Tamiya, ne? So wie Mr. Hoppy zum Zug. Und als ja, Härtetest unter Anführungszeichen, da darf auch mein Favorit, der Mr. Leveling Thinner, ran. Und bei diesem Test, da geht es mir aber hauptsächlich um das, wie sich die Farbe mit den jeweiligen Verdünnern verhält. Ne? Und wer sich jetzt fragt, warum ich nicht den dazugehörigen Verdünner teste, ja, der war zum Zeitpunkt meiner Bestellung bzw. dieser Aufnahme in der Schweiz nicht lieferbar. Ja, zuerst gebe ich in jedes Schälchen 2 Löffelchen, also das ist da von Mr. Hoppy, so Löffelchen, 2 Löffelchen Farbe. Das sollte ja eigentlich reichen. Da haben wir ja schon 2 drinnen. So. Und irgendwie sah ich da halt umeinander. Eben der Vorführeffekt. So. Verdünnen werde ich das Ganze im Verhältnis 1:1. Und nachdem ich alles verdünnt habe, da trage ich dann die Farbe wieder mit dem Pinsel auf. Starten wir mal mit dem Wasser. Ja, und wie erwartet gibt es hier keinerlei Probleme. Ja, da flockt nichts aus. Und rein vom optischen her, ja, da sollte sich die Farbe eigentlich problemlos verdünnen lassen. Auftragen lassen, Entschuldigung. Als nächstes kommt einmal Tamiya. Einmal, zweimal. Hoppala. So. Und auch da flockt nichts aus. Und ich denke, dass sich auch da die Farbe anschließend gut verarbeiten lassen wird. Mr. Hoppy Aqueous ist ebenfalls auf Wasserbasis. Ja, und daher sollte auch dieser der Farbe keinen Schaden zufügen.
Jo. Und wie erwartet, greift auch der Verdünner die Farbe nicht an. So, und jetzt zum Mr. Leveling Thinner, ja, mit dem ich persönlich 90% meiner Farben verdünne. Schauen wir mal, was der macht. Einmal, zweimal. Ja. Und auch da passiert augenscheinlich einmal nichts. Ja, was jetzt noch fehlt, ist der Auftrag. Auch da kommt jetzt wieder der Flachpinsel zum Einsatz und den ich zwischendurch aber nur mit Wasser reinige. Das aus dem Grund, ich möchte da jetzt nichts verfälschen, weil mein Pinselreiniger, der ist doch ein bisschen aggressiv, sagen wir mal so. So, ich habe es da angeschrieben, ne? Also pur, Tamiya, Wasser, Mr. Hoppy und Mr. Leveling Thinner. Fangen wir an da mit dem Tamiya. Dann kommt das Wasser. Okay. Das ist jetzt interessant. Das liegt aber jetzt wahrscheinlich auch am Teststück. Oder ist mein Pinsel noch zu nass? Gut. Ist jetzt spannend. Dann kommt der Mr. Hoppy. Und dann noch da den Mr. Leveling Thinner. So. So. So, und dann vergleichen wir jetzt einmal kurz die verschiedenen Anstrüche. Unverdünnt, ja, da würde ich jetzt die Farbe für große Flächen jetzt weniger nutzen, aber ausschauen tut es auch nicht schlecht. Bei den verdünnten Varianten, da gibt es hingegen nichts auszusetzen. Jetzt beim Wasser, weiß ich jetzt nicht warum, ich habe da noch ein anderes Teststück. Da war das mit Wasser. Und da sieht man, da hat sich eigentlich gut verarbeiten lassen. Warum es jetzt da so komisch abgeperlt ist, das sei dahingestellt. Aber funktionieren tut es trotzdem. Der Mr. Hoppy, der schaut ja ähnlich aus wie bei Tamiya. Und der Mr. Leveling Thinner, ja, das wird jetzt ein bisschen schwer da zum zeigen im Video, wenn ich es gegen das Licht halte, hat der eigentlich fast die gleichmäßigste Struktur. Das liegt aber natürlich auch daran, dass der Mr. Leveling Thinner eben auch nochmal die Farbe
ja, leveled, also da ist ein Retarder drinnen. Da will ich jetzt aber nicht so stark ins Detail gehen. Ja, und so wie es da eben jetzt ausschaut, da würde ich sagen, spielt es eigentlich fast keine Rolle, mit was man da verdünnt. Ja, eben höchstens beim Wasser, dass man da eventuell einmal so einen doofen Nebeneffekt hat. Aber wie gesagt, das mit dem Wasser, das war heute sowieso eine Ausnahme und das dient eigentlich rein zu Testzwecken. Ja, und wie versprochen, da habe ich euch da noch diverse Muster, die ich mittels Airbrush hergestellt habe. Verdünnt habe ich da ausschließlich mit Mr. Leveling Thinner, ne? Und der Auftrag mittels einer 0,4er Düse und ja, 1,1 bis 1,2 Bar, der gestaltete sich dabei ja, sehr einfach. Da ist nichts verstopft und die Farbe war hier ebenfalls sehr schnell angetrocknet. Wie ihr auch auf diesen Testkärtchen schön sehen könnt, die haben verschiedene Untergründe, also schwarz, grau und weiß, die eine Grundierung simulieren. Das finde ich persönlich ganz praktisch, ne? Da sieht man nämlich gleich, wie das dann ausschaut. Und da sieht man auch ganz gut, dass alle verarbeiteten Farben, also wir haben da weiß, grau, Wood, rot und gelb, matt sind, also die sind matt aufgetrocknet und sehr gut decken auch, ne? Da gibt es überhaupt nichts. Und bis zu einem gewissen Grad sind sie auch kratzfest. Man sieht natürlich die Spuren, ist klar, wenn ich da kratze, aber die Farbe geht nicht runter. Und als Opfer, sage ich jetzt mal, da nehme ich noch dieses Kärtchen da habe ich mich nämlich verschrieben. Und da drauf testet man jetzt noch die Verträglichkeit gegenüber Enamel-Produkte oder gegenüber was Schärferem, sagen wir mal. So. Und da kommt jetzt der Tamiya Panel Line Accent Color zum Einsatz. Und ja, ich gehe da jetzt einmal all in und saue das da mal so ein bisschen ein. Macht man jetzt in echt ja weniger. Ja, bisher muss ich schon mal sagen, passiert nichts. Also, ja. So. Und den Überschuss, oder wenn das ein bisschen angetrocknet ist, den entfernen wir dann anschließend mit White Spirit. So, ich habe jetzt alles da mal kurz trocknen lassen. Und jetzt kommt der White Spirit zum Einsatz. Ich nehme dazu da jetzt ein Wattestäbchen. Das benetze ich damit. So, ein bisschen trockener darf es sein. Ja. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Und siehe da, ja, so ganz widerstandsfähig ist die Farbe dann doch nicht. Ja, seht, die geht da runter. Man muss jetzt aber also dazu sagen, das ist jetzt echt der Härtefall. Ne? In der Regel geht man jetzt nicht so krass zu Werke. Daher kann ich mir jetzt für die praktische Anwendung, also wenn man jetzt nur minimal dran geht oder eben so einen Pinwash macht oder so, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Farbe das aushält. Ihr habt ja gesehen, wie ich es aufgepinselt habe, hat dieses Medium der Farbe eigentlich gar nichts gemacht. Und das ist jetzt natürlich krass, weil das ist ja nichts anderes wie ein Verdünner. Der frisst halt die Farbe da wieder an. Ich muss aber auch dazu sagen, ich persönlich trage immer eine Zwischenschicht Klarlack auf, sobald es um den Einsatz von Washes oder Ähnlichem geht. Ja, fassen wir also kurz zusammen. Die neuen Atomfarben, ne, die kommen in so 20 Milliliter Fläschchen daher, haben einen praktischen Tropfverschluss und ja, eine Rührkugel. Sie sind gut pigmentiert und staubtrocken nach 10 Minuten. Sie sind wasserbasiert und daher geruchsneutral und ungiftig. Die Farbe, ja, die gleicht sich mehr oder weniger selber aus, wenn wir jetzt da mal das Teststück anschauen. Wir haben da pur, also ja, die Pinselstriche sind nur minimal sichtbar. Ist eigentlich sehr gut. Und sie ist auch, ja, auch mehr oder weniger
resistent gegenüber Enamel-Produkte. Je nachdem, was man natürlich macht. Also wie gesagt, das war jetzt schon der Worst Case. Mein Fazit, ja, wer neu ins Hobby einsteigt und auf der Suche nach einem guten Farbsystem ist, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Ja, vor allem, weil es hier keine Geruchsbelästigung gibt und alles auch ohne schädliche Dämpfe auskommt. Ideal also auch einmal in der Wohnstube zu bauen. Die Auswahl der Farbtöne, die ist momentan sehr gut und sollte für die meisten reichen. Ja, vielleicht kommt in der Zukunft auch noch was dazu. Erfahrene Modellbauerinnen und Modellbauer, die sich bereits einen guten Stock an Farben angehäuft haben, die können sich diese aber ebenfalls einmal genauer anschauen. Ich zum Beispiel habe in letzter Zeit ein bisschen Mühe und Not mit Lösemittel und habe daher alle regulären Farben, die darauf basieren, veräußert. Somit kommt mir jetzt dieses System da ganz gelegen. Bedenken habe ich lediglich bei den Metalltönen. Da sind Acrylfarben in der Regel nie so gut wie ihre stinkenden Lösemittelkollegen. Und die Atom-Metalltöne, die habe ich aufgrund der Verfügbarkeit nicht testen können und werde das auch voraussichtlich nicht nachholen, da ich da weiterhin auf Mr. Metal Color und Co. setze. Und wie schon bereits erwähnt, sie trocknen matt bzw. seidenmatt auf, was jetzt natürlich auch den Einsatz eines Klarlacks erfordert. Ne? Da gehe ich aber davon aus, dass so Produkte wie Topcoat oder generell wasserbasierte Klarlacke kein Problem darstellen werden. Oder soll ich da ebenfalls einen Test dazu machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ja, und die Abschlussfrage, habt ihr ebenfalls schon Erfahrungen mit Atom von Ammo gemacht? Wenn ja, dann schreibt mir doch euren Eindruck in die Kommentare. Ja, und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.